Stell dir vor, ein Zug, der mit unglaublichen 600 Kilometer pro Stunde durch die Landschaft rast. Das ist schneller als viele Flugzeuge beim Start. Aber geht da noch mehr? Gibt es eine Grenze für die Geschwindigkeit von Zügen oder könnten wir in Zukunft mit 1000 Kilometer pro Stunde reisen? Der derzeit schnellste Zug der Welt ist der SC Maglev aus Japan. Er nutzt Magnetschwebetechnik und erreichte 2015 einen Rekord von 603 Kilometer pro Stunde. Doch warum kann er so schnell fahren? Normale Züge haben ein Problem, sie rollen auf Schienen und erzeugen dabei Reibung. Je schneller sie fahren, desto größer werden der Widerstand und die Abnutzung. Magnetschwebebahnen hingegen schweben über der Schiene. Elektromagneten halten sie in der Luft und beschleunigen sie, ohne dass Räder notwendig sind. Dadurch gibt es kaum Reibung und der Zug kann viel schneller fahren. Aber 600 Kilometer pro Stunde sind schon extrem, können wir diese Grenze überhaupt noch überschreiten? Egal, ob Magnetschwebebahn oder klassischer Zug, es gibt eine unsichtbare Wand, den Luftwiderstand. Je schneller ein Zug fährt, desto stärker drückt die Luft dagegen. Ab etwa 600 Kilometer pro Stunde wird dieser Widerstand so groß, dass er fast so viel Energie schluckt wie ein Flugzeug. Ein Lösungsansatz? Vakuumröhren. Hier kommt die Idee des Hyperloops ins Spiel. Wenn Züge in fast luftleeren Röhren fahren, gibt es kaum noch Widerstand. Theoretisch wären Geschwindigkeiten von über 1000 Kilometer pro Stunde möglich, fast so schnell wie ein Flugzeug. Technisch könnten wir noch schneller fahren, aber es gibt einige große Herausforderungen. Erstens der Energieverbrauch. Höhere Geschwindigkeiten brauchen extrem viel Strom. Zweitens die Sicherheit. Was passiert bei einem Notfall mit einem Zug, der mit 1000 Kilometer pro Stunde unterwegs ist? Drittens die Kosten. Der Bau solcher Strecken ist extrem teuer. Lohnt sich das überhaupt? Deshalb fahren die meisten Hochgeschwindigkeitszüge heute nur zwischen 300 und 400 Kilometer pro Stunde. Das ist ein guter Kompromiss aus Geschwindigkeit, Sicherheit und Kosten. Könnten wir also in Zukunft mit 1000 Kilometer pro Stunde durch die Welt düsen? Technisch ja, aber es ist kompliziert. Vielleicht sehen wir irgendwann Hyperloops oder neue Magnetschwebebahnen mit Rekordgeschwindigkeiten. Bis dahin bleiben 600 Kilometer pro Stunde aber das Maximum, das realistisch und sicher ist. Was denkst du? Würdest du in einem 1000 Kilometer H-Zug mitfahren? Schreib's in die Kommentare. Vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.